Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Nachdem wir im letzten Video bereits darüber gesprochen haben, wie man uns das finstere Mittelalter dargestellt hat, dass es so richtig dunkel war, dass da die Menschen komplett, sag ich mal, alle primitiv gewesen sind und nichts wurde da weiterentwickelt, nichts wurde da weiter gebaut und es war eine richtig primitive Zeit gewesen. Und wir haben das im letzten Video aufgedeckt, dass das Mittelalter in Wahrheit nicht dieses finstere Mittelalter war, sondern in Wahrheit das lichtvolle Mittelalter und in Wahrheit auch das tausendjährige Reich Christi gewesen ist. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, der kann sich das auf jeden Fall angucken. Ich werde es auf jeden Fall hier oben noch irgendwo verlinken, damit ihr euch das Video auch geben könnt. Weil das ist auch sehr interessant und sehr wichtig, dieses Video, damit ihr auch dieses Video verstehen könnt. Und heute wird es nämlich darum gehen, dass wir, sage ich mal, in diesem Video die historische Verheimlichung des tausendjährigen Reich Christi angehen werden. Also wie das durch Geschichtsfälschungen und so weiter, sage ich mal, stattgefunden hat. Und dabei beginnen wir mal mit der nächsten Folie, nämlich der Übergang vom goldenen Frequenzreich zum großen Blackout. Und hier steht geschrieben: Stell dir vor, du lebst im Jahr J 550, also 550 Jahre nach der Herrschaft Jesu Christi. Du bist umgeben von gotischen Kathedralen, die kabellose Energie erzeugen, trinkst hexagonales Heilwasser aus piezoelektrischen Brunnen und lebst nach dem freien Naturrecht. Für dich ist diese Welt der absolute Normalzustand. Doch plötzlich bricht das System zusammen. Das tausendjährige Reich endet und exakt nach dem biblischen Drehbuch wird Satan laut Offenbarung 20,7 für kurze Zeit aus seinem Gefängnis losgelassen. Also in dieser Zeit befinden wir uns gerade eben. Ein neuer materialistischer Geist flutet Europa, bzw. die ganze Welt. Gier, Zentralisierung und die Erfindung von Schießpulver verändern alles. Die neuen Machthaber besetzen die Burgen, reißen die energetischen Kupferkuppeln von den Dächern und schmelzen sie zu Münzen ein. Also das Materialistische geht über dem Spirituellen, sage ich mal, in dieser kleinen Zeit, wo Satan, sage ich mal, die Menschen verführen und täuschen kann. Genau an diesem traumatischen Bruchpunkt der Menschheitsgeschichte, an der Schwelle zum 16. Jahrhundert, betritt eine Epoche die Bühne, die uns heute als glanzvolle Wiedergeburt verkauft wird, in Wahrheit aber der Beginn des großen Vergessen war, nämlich die Renaissance. Und die Renaissance ist das trojanische Pferd der Vertuschung. Denn das Wort Renaissance bedeutet übersetzt Wiedergeburt der Antike. Aus Sicht der alternativen Geschichtsforschung, also wenn du dich zum Beispiel schon mit Tartaria oder der Phantomzeittheorie beschäftigt hast, da weißt du Bescheid, war diese Epoche jedoch keine kulturelle Blüte, sondern eine riesige psychologische Operation des neuen Kontrollsystems, geführt von Geheimgesellschaften wie die Freimaurer, Illuminaten etc., den Jesuiten und den mächtigsten Herrschaftshäusern Europas, also die 13 satanischen Blutlinien und die 13 satanischen Königshäuser. Und die Aufgabe der Humanisten war, Gelehrte der Renaissance, also die Humanisten, reisten durch Europa, drangen in die Skriptorien der Klöster ein und sammelten alle alten Chroniken des Millenniums ein. Also zum Beispiel auch die Säkularisation von Napoleon Bonaparte unter seinem Kriegszug, sage ich mal, in Europa. Dann die Umschreibung der Realität. Sie kopierten die Texte, veränderten jedoch die Bedeutung. Ihr Ziel war es, der Menschheit einzureden, dass die großartige Technologie, also freie Energie, klimatische Architektur, die sie überall um sich herum sahen, nicht von einer göttlichen Zivilisation Christi stammte, sondern von den alten Griechen und Römern aus einer vermeintlich fernen heidnischen Vorzeit. Sie machten aus den Kraftwerken Gottes profane antike Ruinen. Und die Skriptorienfälschungen der Renaissance. Während der Renaissance und der darauffolgenden Jahrhunderte wurden Klöster und Bibliotheken systematisch zentralisiert. Die Methode, ältere Dokumente wurden von Mönchen kopiert und die Originale vernichtet. Dann bei diesen Kopierwellen wurden ja Jahreszahlen verändert, beispielsweise aus dem J oder I, also das für Jesus oder Jesus stand, wurde eine 1 gemacht, um 1000 Jahre hinzuzufügen. Das Phänomen des J oder des I vor dem Jahreszahl ist einer der faszinierendsten und am leichtesten überprüfbarsten Beweise, der alternativen Historiker und Chronologiekritiker anführen. Jeder Mensch kann diesen Beweis mit eigenen Augen auf alten Münzen, Kirchenportalen, Grabsteine und Landkarten des 15. bis 17. Jahrhunderts finden. Und dazu kommen wir jetzt in der nächsten Folie. Denn wie die Umwandlung in die Eins stattfand. Denn als das tausendjährige Reich endete und die Skalika-Chronologie, also Chronologie, im 16. und 17. Jahrhundert am grünen Tisch entworfen wurde, standen die Fälscher vor einem Problem. Sie mussten die reale, kurze Geschichte, die erst wenige Jahrhunderte andauerte, künstlich strecken, um das Millennium, also das tausendjährige Reich Christi, in die graue Vorzeit des sogenannten finsteren Mittelalters zu verschieben. Die Fälscher nutzten die optische Ähnlichkeit zwischen dem lateinischen Großbuchstaben I und der arabischen Ziffer 1. Und das siehst du schon bereits in den Bildern rechts davon, wie man zum Beispiel bei 1815 deutlich ein I erkennen kann und keine 1. Oder hier bei 1860, dann denkt man vermutlich natürlich, dass diese arabische Ziffer 1
im Grunde genommen dann erst dazu hinzugefügt worden ist und eigentlich, wenn man hier bei diesem Taler das sieht, mit diesem I, also 813, da sieht man ganz genau, dass dieses I für Jesus stand, für das Jahr 813 von dem tausendjährigen Reich Christi. Und weitere Beispiele sehen wir gleich in den nächsten Folien. Aber weiter im Text. Aus dem Datumsmarker im Jahr 530 seit Christus, also I 530 oder J 530, machen sie in den heutigen neuen gedruckten Büchern einfach das Jahr 1530. Mit einem, also 1530, mit einem einzigen Federstrich wurden der Menschheit somit exakt 1000 Jahre fiktive Geschichte aufgedrückt. Oder laut Gunnar Heinzson, also wer zum Beispiel mein vorvorletztes Video gesehen hat, der weiß, dass zum Beispiel auch 700 Jahre künstlich hinzugefügt worden sein könnten. Und die Menschen dachten plötzlich, sie seien viel weiter von der Epoche Christi entfernt, als sie es in Wahrheit gewesen sind. Und die grafische Beweise auf Münzen und Gebäuden. Geht man in Museen und betrachtet man hochauflösende Scans alter europäischer Münzen, insbesondere Taler, was wir schon bereits in der letzten Folie gesehen haben, Schillinge oder Dukaten aus dem 15. und 16. Jahrhundert, sieht man ein klares Muster. Denn zwischen dem ersten Zeichen und den folgenden Zahlen existiert oft ein deutlicher sichtbarer Freiraum. Es steht dort nicht 1582, sondern I 582 oder J 582. Und das kannst du zum Beispiel auch hier rechts erkennen, also wieder mit diesem I 789 oder da unten zum Beispiel rechts in der Ecke, da gehe ich mit dem Mauszeiger heran, nämlich hier mit dem J 700, ich glaube 11, wenn ich mich da richtig entsinne, steht es auch wieder keine 1 dazwischen, sondern ein I oder ein J, was für Jesus oder Jesus steht. Dann das erste Zeichen unterscheidet sich in seiner Schriftart, also die Schriftcharakter, oft fundamental von der Zahl 1, die später im Text oder bei den Tagesdaten verwendet wird. Das J hat einen ausgeprägten Schwung nach unten, wenn das I oft mit Punkten oder Querstrichen als Buchstabe wie ein christlichem Monogramm verziert ist. Und an alten Fachwerkhäusern, Kirchenportalen oder Grabsteinen liest man oft Jahreszahlen wie Anno J 612. Also grammatikalisch ergebe das Wort Anno im Jahre direkt vor einer nackten Zahl im Lateinischen weniger Sinn, als wenn es als Abkürzung für Anno Jesu, also im Jahre Jesu, gelesen wird. Und hier sehen wir noch weitere Beispiele, in diesem Sinne zum Beispiel in einem Buch. Hier sehen wir hier I 603, also folgt hier dem Mauszeiger mit, damit ihr das sehen könnt. I 633 oder hier oben auch wieder I 575 oder I oder 179. Also das I wird dann fälschlicherweise für eine 1 gehalten, obwohl es eigentlich für I, für Jesus, also für ein I steht. Hier auch wie in nomine. Also es ist ganz deutlich ein I und keine 1. Oder hier wieder an diesen Fachwerkhäusern siehst du immer wieder dieses I 805 oder I 632 oder an Münzen siehst du hier auch wieder an eine preußische Münze I 759 oder sogenannten preußischen Münze aus dem Jahre 1759 würde man sagen, aber in Wahrheit ist es das Jahr 759. Oder auch hier unten, wie man eigentlich Anno, also das Jahre, das kann ich gerade nicht entziffern, ich weiß nicht, welches Jahr das ist, aber im Grunde genommen siehst du auch hier wieder rechts im Bilde, dass man da wieder Jahre hinzugefügt hat. Damit es nicht so aussieht, dass es von diesem bestimmten Jahr abstammt, sondern Jahre, also sage ich mal, Jahre dazu oder Jahrhunderte dazu gedichtet worden sind. Und hier siehst du wieder J9 und 1,2, also das Jahr 912. Also so versuchen sie, unsere Geschichte zu manipulieren, indem sie Jahrhunderte der Geschichte künstlich hinzufügen. Und hier die sprachliche und theologische Fundament, warum I oder J. Im antiken und mittelalterlichen Latein existierten die Buchstaben I und J sowie U und V nicht als getrennte Laute, wie wir sie heute kennen. Der Buchstabe I diente sowohl als Vokal wie in Insel, als auch als Konsonant wie das heutige J in Jesus. Erst im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts bürgerte er sich grafisch ein, das konsonantische I mit einem kleinen Bogen nach unten als J zu schreiben. Wenn man im Tausendjährigen Reich ein Datum aufzeichnete, tat man dies aus einer tiefen christlichen Demut heraus. Man zählte die Jahre nicht als abstrakte Nummer, sondern bezog sich direkt auf den regierenden König der Erde, Jesus Christus. Das I stand für den griechischen Namen Jesus oder das lateinische Jesus. Das J war lediglich die spätere grafische Variante desselben Buchstabens für Jesus. Ein Datum wie J 530 bedeutet für die Menschen damals folglich im 530. Jahr der Herrschaft Jesu, also lateinisch Anno Jesu oder in Anno Domini Jesu Christi. Und hier sehen wir wieder ein Beispiel rechts im Bilde mit dem I 730. Und da sehen wir mehrere Beispiele daraus. Nicht nur in Münzen, nicht nur an alten Fachwerkhäusern oder in Kirchen oder sonst was. Davon gibt es sehr viel zu erkennen. Deswegen, egal wo ihr seid, egal wo ihr wohnt,
Schaut auf jeden Fall auf die Klöster, auf die Fachwerkhäuser aus euren Altstädten oder auf alte Münzen. Da erfährt ihr auch sehr viel auf so Webseiten, wo ihr dann auf alte Münzen des 15. und 17. Jahrhunderts oder 16. Jahrhunderts drauf geht, dass da auf jeden Fall auch solche Münzen auftreten mit J, zum Beispiel 530, I 530 oder wie auch immer. Deswegen sucht danach, prüft es selbst und ja, erkennt, dass wir uns in Wahrheit in der Vergangenheit des oder dass das Tausendjährige Reich sich bereits in unserer Vergangenheit befindet. Und dann kommen wir weiterhin mit der nächsten Folie, nämlich die Tradition der Indiktionen und christlichen Epochen. In mittelalterlichen Urkunden wie den Monumenta Germanica Historica, also der größten Sammlung mittelalterlichen Dokumente, wird das Datum fast nie in einfachen arabischen Ziffern wie 1200 angegeben. Stattdessen nutzte man komplexe Formulierungen wie Actum in anno Dominicae Incarnationis, also geschehen im Jahre der Fleischwerdung des Herrn. Die Schreiber nutzen in den Texten das Christusmonogramm IKS oder ICHC als direkten Einleitungssatz für Zeitangaben. In den stark abgekürzten Alltagsschriften und auf den kleinen Stempel der Münzprägemaschinen schrumpfte dieses monumentale in Anno Domini Jesu schlicht auf das prägnante I oder J vor der eigentlichen Jahrhundert- oder Jahrzehntenzahl. Und die Entlarvung durch alte Enzyklopädien, also Enzyklopädien. In alten Lexika oder Rechenbüchern oder Enzyklopädien, wie denen von Adam Ries, Zedlers Universallexikon oder frühen mathematischen Trakten des 16. und 17. Jahrhunderts, findet man handfeste Beweise dafür, dass die arabische Ziffer 1 oder der lateinische Buchstabe I und J als zwei völlig unterschiedliche Zeichensysteme mit unterschiedlichen Bedeutungen gelehrt wurden. Die Entwicklung der arabischen Ziffer in Rechenbüchern fand somit statt, denn indem schaut man in den originalen Rechenbüchern von Adam Ries, zum Beispiel den Rechnungen nach der Länge auf den Linien und Federn, also 1550, sieht man, wie die arabischen Zahlen eingeführt wurden, um das Rechnen auf dem Papier zu revolutionieren, da man mit römischen Zahlen wie MDLX nicht schriftlich multiplizieren oder dividieren kann. Dann in diesen alten Lehrbüchern wird die arabische 1 als ein absolut nackter vertikaler Strich oder ohne jeglichen Haken oder Serifen gezeichnet. Sie sah aus wie ein einfacher Strich I. Und auf Münzen und Gebäuden aus derselben Epoche steht vor dem Datum jedoch ein prachtvolles verziertes I mit ausgeprägten horizontalen Querstrichen oben und unten oder ein geschwungenes J. Wenn die damaligen Menschen eine 1 hätten schreiben wollen, hätten sie laut ihren eigenen mathematischen Lehrbüchern den nackten Strich I verwendet. Dass sie das verzierte, buchstabengetreue I wählten, beweist, dass es ein Textzeichen Jesus und keine Zahl war. Die Entlarvung durch alte Enzyklopädien Part 2. Der philologische Beweis im Zedler vom 18. Jahrhundert, das berühmte große vollständiges Universallexikon aller Wissenschaften und Künste von Johann Heinrich Zedler, erschien ab 1731 in 64 Bänden, ist die größte Enzyklopädie des europäischen Barocks. Unter den Stichwörtern zu den Buchstaben I und Y und Y sage ich schon und J sowie unter dem Begriff Jahresrechnung wird die historische Praxis der Chronogramme und der Epochenabkürzung detailliert beschrieben. Das Lexikon dokumentiert, dass es in der europäischen Tradition völlig normal war, wichtige spirituelle Epochen mit dem Namen des Regenten einzuleiten. Wenn dort das J vor den Zahlen steht, wird in den alten Artikeln oft gar nicht geleugnet, dass dies für Jesu steht. Die Uminterpretation zur Zahl also 1 wurde erst in den späteren Phasen der Aufklärung rigoros durchgesetzt, also der sogenannten Zeit der Aufklärung im 17. Jahrhundert, um alle gedruckten Geschichtsbücher zu vereinheitlichen. Und dann die numismatische Beweiskette durch Münzenkunde. Das Phänomen der springenden Epochen. Untersucht man Münzreihen aus derselben Region, zum Beispiel aus den baltischen Staaten, Polen oder Norddeutschlands, am Übergang vom angeblichen 15. und 16. Jahrhundert, stößt man auf ein chronologisches Rätsel. Denn es gibt Münzen, die tragen das Datum J 489, also das Jahr 489 nach Christus. Nur wenige Jahre später unter demselben Herrscher tauchen Münzen auf, die tragen das Datum J 504. Also das offizielle Narrativ behauptet, die erste Münze bedeutet 1498 und die zweite 1504. Aber warum sollte ein Stempelschneider, der angeblich die Tausenderstelle, also 1, meinte, diese als J, also Jesus, gravieren, während die Jahrzehnte und Jahre in ganz normale arabische Ziffern daneben stehen? Die Münzkunde beweist, dass hier fortlaufend gezählt wurde, Jahr 498, Jahr 499, 500 und so weiter bis zum Jahr 504, der Herrschaft Jesu. Die Jahreszahl 1000 wurde erst nachträglich von Scaliger gedanklich vor diese Münzen geschoben.
und das Argument der unterschiedlichen Schriftsätze, also Fonts. Auf vielen Talern des 16. Jahrhunderts sieht man das Datum zum Beispiel als I 572 geprägt. Schaut man sich das Tagesdatum und die Nominalwerte an, falls vorhanden, oder vergleicht man die Münze mit anderen Prägungen, bei denen eine echte mathematische 1 vorkommt, sieht man, dass die 1 ganz anders aussieht. Das erste Zeichen also des Datums I stammt stilistisch aus dem lateinischen Alphabetsatz, oft in einer prachtvollen Antiqua- oder Frakturschrift. Die folgenden Zahlen 5, 7, 2 stammen aus dem arabischen Ziffernsatz. Warum sollte ein hochpräziser Stempelschneider mitten in einer Zahl den Schriftsatz wechseln? Er tat es, weil das I das sprachliche Präfix in Anno Jesu war und die arabischen Zahlen danach den mathematischen Wert angaben. Das Geständnis der alten Münzenkundler aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Als im 18. und 19. Jahrhundert die moderne Archäologie und Numismatik als universitäre Wissenschaften begründet wurden, mussten die Professoren die alten Münzen katalogisieren. Sie stießen massenhaft auf diese I- und J-Prägungen. Diese Ausreden in den Katalogen waren: In alten numismatischen Standardwerken wie den Katalogen von Madai und Schulthess-Rechberg liest man bei den Beschreibungen dieser Münzen oft bizarre Fußnoten. Dort steht dann: Das Datum zeigt fälschlicherweise ein J statt eine 1. Oder aus Platzmangel oder Unachtsamkeit des Wart-1, also Münzmeisters, wurde ein I geschlagen. Das ist eine reine Schutzbehauptung. Die Vorstellung, dass hunderte Münzmeister in ganz Europa über 2 Jahrhunderte hinweg zeitgleich denselben Flüchtigkeitsfehler machten und einen J statt eine Eins schlugen, ist wissenschaftlich absurd. Sie schlugen das J, weil es die offizielle vom Kaiser und der Kirche verordnete Zeitrechnung des Jahrtausendsreiches Christi gewesen ist. Und der Münzcode J wird zur unheiligen Lunte gemacht. Die Menschen der Renaissance nutzen im Alltag immer noch das traditionelle Datierungssystem des Jahrtausendsreichs. Auf ihren Münzen stand weiterhin J 582 oder I 590. Dann, solange die Menschen wussten, dass sie sich erst im 6. Jahrhundert nach Christus befanden, konnten die Fälscher ihnen kein lineares Fortschritt-Narrativ aufzwingen, das Jahrtausende alt sein sollte. Sie musste die Zeit künstlich dehnen, um das tausendjährige Reich Christi unlesbar zu machen. Die Druckerpressen der Renaissance verbreiteten die neue standardisierte Antiqua-Schrift. In dieser Druckschrift sah das lateinische Großbuchstaben I dem arabischen Ziffernstrich 1 zu verwechseln ähnlich aus. Die Elite erkannte, wenn wir den Menschen einreden, dass das I oder das J auf den Münzen und Gebäuden kein Buchstabe für Jesus ist oder für Ja oder wie auch immer man das deuten möchte, sondern eine mathematische Tausender Eins, verschieben wir die Geschichte mit einem Schlag um exakt 1000 fiktive Jahre in die Zukunft. Genau, und dann haben wir hier auf jeden Fall den Joseph Scaliger, das ist der Architekt der sogenannten Phantomzeit gewesen. Um diesen optischen Betrug wissenschaftlich zu untermauern, brauchte das System einen Chefideologen. Dieser Mann war Joseph Justus Scaliger. Zusammen mit dem Jesuiten Dionysius Petavius erfand er im späten 16. Jahrhundert die mathematische Chronologie, die bis heute in jedem Schulbuch der Welt steht. Denn Scaliger nahm die reellen, synchronen Ereignisse der Menschheitsgeschichte und zog sie wie in einem Ziehharmonika auseinander. Aus den realen ca. 500 bis 600 Jahren des Millenniums konstruierte er eine gigantische künstliche Achse von über 1600 Jahren. Denn dadurch, dass das Einfügen von 1000 erfundenen Jahren ein riesiges Loch in den Geschichtsbüchern entstand, mussten diese leeren Jahrhunderte auf dem Papier gefüllt werden. Scaligers Werkstatt erfand ganze Dynastien, hunderte fiktive Päpste, Könige und endlose Kriege. Sie spiegelten reale Herrscher des Millenniums wie christliche Kaiser in die Vergangenheit und machten aus ihnen antike römische Herrscher. Und Scaliger behauptete, seine Chronologie sei durch historische Finsternisse, also Sonnen- und Mondfinsternisse, mathematisch bewiesen. Der russische Mathematiker Anatoli Fomenko allerdings entlarvte dies im 20. Jahrhundert. Er wies nach, dass Scaliger die astronomischen Daten der Bibel und der Antike manipuliert und künstlich zurückdatiert hatte, damit sie in sein erfundenes Zeitsystem passten. Und das finale Mosaik, die unheimliche Synthese. Wenn du heute ein Gebäude mit der Inschrift J 612 siehst oder einen Taler mit der Prägung I 595 in den Händen hältst, blickst du auf die rauchende Lunte der Geschichtsfälschung. Die Mönche und Ritter des Millenniums schrieben Jesu 595. Die Renaissance-Elite nutzte den Buchdruck, um das J und I visuell in eine 1 umzuwandeln oder zu verwandeln. Joseph Scaliger lieferte das mathematische Gerüst dafür, um diese gefälschte 1595 in ein weltweites unumstößliches Dogma zu verwandeln.
Und der Menschheit wurde dadurch eingeredet, dass das Mittelalter sei eine finstere Epoche des Drecks gewesen, kalte Große habe Westeuropa regiert und das Reich Gottes liege in einer fernen, nebelhaften Zukunft. In Wahrheit war das Mittelalter das Licht der Erde, die 1000 Jahre sind, vorbei und wir leben heute von der Hildegard, von Bingen und Johannes aus der Offenbarung prophezeiten kurzen Zeit der satanischen Täuschung, während wir auf den Trümmern und der Sternenflotte der Sternenfestungen des wahren Reich Christi herumlaufen. Gut, und als nächstes kommen wir zu den mathematischen Duplikaten, nämlich die dynastische Spiegelungen. Fomenko weist nach, dass europäische und asiatische Königshäuser auf dem Papier vervielfältigt wurden. Die Fälscher nahmen reale mittelalterliche Herrschereien, gaben den Königen neue landesspezifische Namen und schoben sie Jahrhunderte zurück. Zum Beispiel, also als Beispiel, die englischen Könige und der byzantinische Kaiser. Fomenko analysierte die Regierungszeiten der englischen Könige und stellte fest, dass die englische Geschichte vor der normannischen Eroberung ein direktes mathematisches Duplikat des Byzantinischen Reiches ist. Die Herrscherabfolge von England im Zeitraum von ca. 400 bis 1066 nach Christus, also die angelsächsischen Könige, spiegelt mit einer mathematischen unmöglichen Präzision die Regierungsdaten der oströmischen byzantinischen Kaiser des Zeitraums von ca. 300 bis 815 nach Christus wider. Also die Fälscher nutzten byzantinische Vorlagen, also Byzanz war das reale Zentrum der Welt, also der alten Welt laut Fomenko. Ob das da so gewesen ist wieder eine andere Frage, aber weiter im Text. Um den frischen entstandenen Nationalstaaten wie England eine eigene, heroische, aber völlig fiktive Frühgeschichte ins Mittelalter hinein zu konstruieren. Also das ist schon mal sehr interessant. Dann das verschwiegene Großreich Tatarier und die alte Welt. In der Schulwissenschaft gilt Tatarier lediglich als vage geografische Bezeichnung für die Steppen Zentralasiens. Bei Fomenko und der Tatarierforschung war es der administrative militärische Kern eines gigantischen globalen christlich-messianischen Riesenreiches. Also das Weltreich, das sogenannte Tatarierreich, bis ins 15. und 16. Jahrhundert gab es keine getrennten feindlichen Nationalstaaten. Das ist auch sehr wichtig. Die ganzen Nationalstaaten kamen erst mit dem Versailler Vertrag. Dazu könnt ihr auch auf jeden Fall ein Video von mir angucken über den Zionismus, auch sehr zu empfehlen, um zu verstehen, wie tief diese Täuschung in dieser kleinen Zeit Satans wirklich sitzt bei uns. Sondern ein einziges eurasisches amerikanisches Imperium. Dieses Reich besaß die hochentwickelte atmoelektrische Technologie, also freie Energie über die Kuppeln der Kathedralen, das freie Naturrecht, die Frequenzmedizin und das zinsfreie Wirtschaftssystem. Tartaria war ein Teil des Tausendjährigen Reiches gewesen, aber es ist sehr wichtig, das zu erwähnen, weil viele denken, dass es auf der ganzen Welt nur das Großreich Tartaria war. Nein, also Tartaria war ein Teil des wahren Großreiches, nämlich des Tausendjährigen Reiches Jesu Christi. Denn das große Tartaria war nicht das gesamte Reich, sondern also so wird es zumindest angenommen von Anatoli Fomenko, die militärische administrative Schutzmacht, also Fragezeichen deswegen, des physischen Tausendjährigen Reiches Christi auf Erden. Dieses Reich erblühte unmittelbar nach dem Erdenwirken Jesu, also das Fomenko im 11. Jahrhundert verortet. Warum sagt man hier als militärische und administrative Schutzmacht? Interessanterweise auch, wenn man sich die chinesische Mauer anguckt, da sieht man, dass die Zinnen nicht Richtung Tatarier gerichtet werden, also Richtung Russland, Sibirien und so weiter, sondern interessanterweise in Richtung China. Was war damals in China, wovor man, sage ich mal, diese Mauer gebaut hat? Damit man uns vor China schützt. Interessanterweise hat ja auch China in ihrem Wappen den roten Drachen. Und wir wissen ganz genau laut der Schrift, wer für diesen roten Drachen steht, nämlich der Teufel, Satan selbst. Also wer weiß, vielleicht ist nur eine Theorie. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es könnte sein, vielleicht, dass der Satan aus dieser Umgebung dann herausgekommen ist, beziehungsweise dass aus dieser Umgebung vielleicht auch Gog und Magog rausgekommen ist, wenn wir der syrischen Legende von Alexander der Großen, sag ich mal, da Glauben schenken mögen. Oder der Apokalypse des Methodios, wo er auch da sehr klar andeutet, auch mit der syrischen Legende von Alexander der Großen, wo er diese Mauer gebaut hat, um, sag ich mal, Gog und Magog dort einzusperren. Könnte sein, dass das tatarische Reich oder die Tatarier, die Tataren, dafür da waren, um, sag ich mal, letzten Endes diese Mauern zu bemannen, also die chinesische Mauer, um, sagen wir mal, uns zu beschützen vor Gog und Magog, die sich letzten Endes dort befanden, da wo jetzt, sag ich mal, das heutige China ist. Und im Großen und Ganzen, wer weiß es schon, ob das so stimmt, aber interessanterweise, wenn du auch in bestimmten anderen Karten da hinguckst und da mal auch mehr rein recherchierst in diese Gebiete des damaligen Großreiches Tataria, dann wirst du auch interessanterweise auch Kirchen eingezeichnet sehen, also auf Landkarten oder auch auf in so verschiedenen Schriften, bemerkst du auch oder siehst du, dass auch damals christliche Gemeinden existiert haben, auch während des Zeiten des Mittelalters. Also interessanterweise war auch da
das meiste christlich gewesen. Also die ganzen, das Großreich Tartaria war auch christlich gewesen. Genau, also das Großreich Tartaria war christlich gewesen und dann gehen wir weiter, nämlich zum Münzcode wieder zurück. Nämlich da Jesus real der Herrscher war, stempelten die regionalen Statthalter dieses Reiches ihre Münzen, also auch im Großreich Tartaria, mit J, also ich sage nicht Großreich Tartaria, tut mir leid, ich sage einfach Reich Tartaria, weil es war nur ein Reich des wahren Großreiches, nämlich das Tausendjährige Reich Christi, und gefolgt von der echten kurzen Jahrhunderten. Und Tartaria sorgte weltweit für das Aufrechterhalten dieses göttlichen Systems. Also so wie, sage ich mal, Tartaria war das Reich in Eurasien. In Europa war es vielleicht damals Deutschland gewesen, wer weiß. Und also da in Asien war es vielleicht Japan gewesen. Und in Afrika, sage ich mal, war es vielleicht Äthiopien. Oder in den Nahen Osten war es das Osmanische Reich. Und vielleicht wurden deswegen diese Reiche, das ist nur eine Theorie, also nur ein Fragezeichen, das ist nicht meine Meinung, das ist einfach nur, ja, ich, sage ich mal, denke da nur ins Blaue hinein. Ich kann mich da natürlich auch irren. Aber was wäre, wenn, sage ich mal, diese vor allem bestimmten Länder, die, sage ich mal, in den 2 Weltkriegen sehr krass bekämpft worden sind, diese Länder waren damals, diese Reiche waren, die im Tausendjährigen Reich Christi, die, sage ich mal, engsten Verbündeten von Jesus Christus waren und, sage ich mal, sein Reich am allermeisten nach vorne gebracht haben. Und, sage ich mal, da, wo man auch in der Bibel lesen kann, dass Jesus mit eiserner Faust oder eisernem Stab regieren wird, dass quasi genau diese Länder, also vor allem Deutschland, Japan, Tartaria, also Russland, das damalige Russland, nicht das heutige Russland, und auch zum Beispiel Äthiopien, Osmanische Reich und so weiter und so fort, das eben damals durchgesetzt haben, dieses christliche Reich Jesu Christi. Fragezeichen, Fragezeichen, wer weiß es schon? Und die Renaissance-Verschwörung, das Erfinden der Nationen. Ne? Da kam auch schon mit der Renaissance, wurde letzten Endes mit dem Versailler Vertrag abgeschlossen. Um das Jahr 1500 bis 1600 nach Christus geschah die Katastrophe. Das globale Reich zerfiel, also das biblische Lösen Satans aus dem Gefängnis, laut Offenbarung 20,7 bis 8. Regionale Dynastien in Westeuropa probten den Aufstand, um sich die Reichtümer und die Macht über die einzelnen Territorien zu sichern. Die Drahtzieher waren dabei die Romanows, Habsburger und die Medici, auch die Rothschild-Familie, Rockefeller und so weiter und so fort. Diese neuen Herrscherfamilien stammten von den physischen Überresten des Tausendjährigen Reiches, aus den Sternfestungen, Burgen und Kathedralen. Die Bevölkerung wusste noch um das geeinte Reich Christi, also das Tausendjährige Reich Christi, das in unserer Vergangenheit stattgefunden hat. Um ihre unrechtmäßige Machtabspaltung zu legitimieren, mussten die neuen Dynastien die Vergangenheit umschreiben. Und dazu half es ihnen, um, sage ich mal, Nationalgeschichten zu erfinden. Die Habsburger zum Beispiel in Mitteleuropa, die Romanows in Russland und die Gelehrten des Vatikans beauftragten Chronisten, um für jede neu gegründete Nation eine eigene separate jahrtausendalte Geschichte zu erfinden. Zum Beispiel Russland an den Romanows. Als die Romanows im 17. Jahrhundert die Macht in Russland an sich rissen, vernichteten sie systematisch die alten tatarisch-russischen Chroniken. Sie engagierten deutsche Historiker wie Müller, Schlosser, Bayer, um eine neue russische Geschichte zu schreiben. Das riesige, hochentwickelte Kernreich Tartarier wurde aus den Büchern gestrichen und zu einer angeblich primitiven Nomadenhorde, also dem Mongolensturm, uminterpretiert, die das unschuldige Russland im Mittelalter überfallen haben. Und ein Beispiel an Europa, die Habsburger. Die Habsburger ließen das Heilige Römische Reich deutscher Nationen auf dem Papier bis zum Karl den Großen zurückreichen, um dem neu entstandenen Nationalismus ein spirituelles historisches Fundament zu geben. Sie bauten erfundene Geschichten von Kriegen, Pestepochen und Hexenverfolgung in das Mittelalter ein, um diese Epoche als finster und primitiv darzustellen. Und dazu kommen wir jetzt in den nächsten Folien noch näher dazu zu sprechen. Da haben wir noch konkrete Beispiele für die erfundenen Nationalgeschichten. Die Jesuiten und die Monarchen arbeiteten Hand in Hand, um für jedes Land ein maßgeschneidertes, erfundenes Mittelaltermärchen zu konstruieren. Als Beispiel Frankreich zum Beispiel. Die französischen Hofchronisten, oft von den Jesuiten beeinflusst, erfanden die Dynastie der Merowinger mit Fabelgestalten wie dem halbmystischen Merovech. Fomenko zeigt, dass diese Könige statistische Duplikate der späteren französischen Könige des Spätmittelalters sind. Man brauchte sie, um Frankreich eine von Rom unabhängige imperiale Frühzeit anzudichten. Und jetzt haben wir noch ein Beispiel an Spanien. Unter den Habsburgern, also König Philipp II., baute man das monumentale Escorial-Kloster. Dort wurden tausende angeblich antike Reliquien vom Märtyrer gesammelt, um Spanien als das neue von Gott auserwählte Weltreich zu inszenieren.
Die dazugehörigen Chroniken über das jahrhundertelange Reconquista, also die Rückeroberung Spaniens von den Mauren, wurden zeitlich extrem gestreckt und dramatisiert, um den habsburgischen Militarismus religiös zu heiligen. Bedeutet jetzt nicht, dass dieses Escorial-Kloster nicht existiert hat schon davor. Kann sein, dass es schon im Tausendjährigen Reich Christi in Wahrheit existiert hat, die es aber nur für sich angenommen haben, dass die das erbaut haben oder dass die dann dort geherrscht haben und so weiter. Aber in Wahrheit haben da ganz andere Leute geherrscht. Es waren wahrscheinlich diejenigen, die mit Christus damals als König und Priester geherrscht haben. Und diese sogenannten Monarchien heutzutage, die sogenannten Kirche heutzutage, hat nichts mit der Kirche und der Monarchie des damaligen Tausendjährigen Reiches zu tun. Das ist nochmal sehr wichtig zu erwähnen. Dann kommen wir zu der Erfindung der heidnischen Wikinger, also Skandinavien, Dänemark. Das offizielle Narrativ sagt uns, dass im Frühmittelalter überfielen wilde heidnische Seefahrer aus Skandinavien, also die Wikinger, in Booten mit Drachenköpfen christliche Klöster im restlichen Europa, bis sie schließlich zivilisiert und getauft wurden. Fomenko allerdings weist nach, dass die skandinavischen Königreiche im echten Mittelalter ein fester, hochentwickelter Bestandteil der eurasischen Marine und Handelsflotte des Tausendjährigen waren. Es gab also keine primitiven heidnischen Barbaren im Norden. Also im 16. und 17. Jahrhundert sagten sich die dänischen und schwedischen Könige, also unter der Dynastien Vasa und Oldenburg, vom alten Reihsystem los und konvertierten zum Protestantismus. Um ihre Unabhängigkeit zu feiern, beauftragten sie Chronisten wie den dänischen Hofhistoriker Saxo Grammaticus, dessen Texte nach Fomenko erst in die Renaissance gefälscht oder massiv umgeschrieben wurden, um eine brutale, heroische und vor allem unabhängige heidnische Frühgeschichte zu konstruieren. Die skandinavischen Schiffe waren keine Piratenboote, wie man es uns gerne in der Geschichte darstellt, sondern die offizielle Handels- und Schutzflotte des Tausendjährigen Reiches. Die heidnischen Götter Odin, Thor wurden von den Fälschern aus realen mittelalterlichen Herrschern und biblischen Figuren kreiert, um die nordischen Identität von der zentralen Christusordnung abzuspalten. Und dann kommen wir weiter, nämlich zu der Erfindung der Schweizer Eidgenossenschaft und Wilhelm Tell. Das offizielle Narrativ sagt uns, im Jahr 1291 schworen die drei Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden auf dem Rütli den ewigen Bund gegen die tyrannischen Vögte der Habsburger. Der Freiheitsheld Wilhelm Tell erschoss den Vogt Gessler mit der Armbrust. Wilhelm Tell hat also als historische Person niemals existiert. Die exakt gleiche Geschichte, also der Meisterschuss auf den Apfel auf den Kopf des eigenen Kindes, existiert bereits schon in älteren Mythen in Dänemark, nämlich Tocco, England, William of Cloudsley und Persien. Es ist eine archetypische Wanderlegende. Und dann die Schweiz war im Millennium ein zentraler, unberührter Schutzraum für die herrschende Elite und die Verwaltung der Finanzen. Also zumindest kann man das annehmen, ob das dann wirklich so gewesen ist, wissen wir nicht. Also es ist nur eine Theorie. Als das Reich im 16. Jahrhundert kollabierte, brauchte die neue entstandene Schweizer Eidgenossenschaft eine nationale Gründungsmanifest, um ihren Austritt aus dem Heiligen Römischen Reich zu rechtfertigen. Chronisten wie Egidius Tschudi nahmen im 16. Jahrhundert die alte dänische Apfelschusssage, verlegten sie in die Schweizer Alpen, erfanden die Vögte und schufen den Rütli-Schwur auf dem Papier. Damit wurde aus einem administrativen Abspaltungsprozess ein heroischer Freiheitskampf des Volkes. Na, also so tief geht die Täuschung eigentlich und die Verführung und die Manipulation. Dann als nächstes das Phantom der Reconquista und die Erfindung von El Cid in Spanien. Das offizielle Narrativ sagt uns, dass über fast 800 Jahre hinweg führten die christlichen Ritter Spaniens einen permanenten, blutigen Befreiungskrieg, also die Reconquista, gegen die islamische Mauren, die die iberische Halbinsel besetzt hielten. Der größte Held dieses Krieges war El Cid, also Rodrigo Díaz de Vivar. Fomenko wies allerdings nach, dass die vermeintlich 800 Jahre dauernde Reconquista eine chronologische Dehnung um den Faktor 4 ist. In Wahrheit handelte es sich um einen kurzen, intensiven Bürgerkrieg im 15. und 16. Jahrhundert, als das Eurasische Großreich zerfiel. Also auch sehr interessant, also als das tausendjährige Reich Christi langsam zerfiel. Oder sag ich mal, auseinanderging. Und verschiedene ethnische und religiöse Fraktionen um die Kontrolle über das Reich Spanien kämpften. Also alles, was sich dann nach dem tausendjährigen Reich abgespielt hat. Dann als die katholischen Könige Isabella und Ferdinand und später die Habsburger, also Karl V. und Philipp II., Spanien übernahmen, mussten sie die multikulturelle und dezentrale Vergangenheit des Jahrtausendreiches auslöschen. Sie erfanden auf dem Papier eine endlose Kette von christlich-maurischen Schlachten. Die Figur des El Cid wurde von Hofchronisten im Auftrag der Krone so umgeschrieben, dass er wie ein idealistischer christlicher Ritter wirkte. In realen älteren Dokumenten kämpfte dieser Mann jedoch mal für Christen, mal für Muslime. Er war ein Söldnerheerführer in einem regionalen Bürgerkrieg des späten Mittelalters, der nachträglich zum Jahrhunderten-Held einer erfundenen Nationalgeschichte aufgeblasen wurde. Dann das Konstrukt des heidnischen Ostblocks, also aus Polen und Ungarn.
Das offizielle Narrativ sagt uns, dass die Königreiche Polen unter den Piasten und Ungarn unter den Arpaden wurden erst im späten 10. Jahrhundert nach Christus durch die Taufe ihrer Herrscher Mieszko I. und Stephan der Heilige in die zivilisierte europäische Völkerfamilie aufgenommen. Zuvor waren sie jahrhundertelang finstere slawische und magyarische Heiden. Osteuropa war das unmittelbare westliche Grenz- und Kernland des großen Eurasischen Reiches, also Tartaria. Die dortigen Völker besaßen von Anfang an dieselben hochentwickelte Kultur, dieselbe atmoelektrische Technologie und dieselbe Christuszählung. Also eigentlich, diese ganze Spaltung in Nationen hat dafür gesorgt, dass wir eigentlich in diesen Nationalstolz hineinkommen und uns in Nationen abspalten. Aber in Wahrheit waren wir alle eine Nation unter Jesus Christus gewesen, unter seinem Reich. Und wir alle haben quasi dieselbe Technologie benutzt, wo man das auf der ganzen Welt finden kann, mit den Kathedralen, den Burgen, den Kirchen, Klöstern und so weiter und so fort. Alles war christlich unter der Herrschaft von Jesus Christus gewesen. Und dann kam die Fälschung durch die Jesuiten. Im 16. und 17. Jahrhundert drangen die Jesuiten massiv nach Polen und Ungarn vor, um die Gegenreformation voranzutreiben und diese Länder fest an den Vatikan zu binden. Sie schrieben die lokalen Chroniken komplett neu. Sie erfanden eine fiktive heidnische Vorzeit für diese Völker, um den Menschen einzureden, dass sie ohne die römisch-katholische Kirche immer noch wilde Tiere im Wald wären. Sie bauten erfundene Dynastien in die Zeit vor dem Jahr 1000 ein und vernichteten alle Dokumente, die bewiesen, dass Polen und Ungarn schon im Jahrhunderte zuvor hochentwickelte, freie Provinzen des Jahrtausendreich Christis waren. Die Jesuiten, zu der römisch-katholischen Kirche kommen wir auch gleich noch, dass die eigentlich nichts mit der Kirche von Jesus Christus zu tun haben und so weiter. Und auch der Protestantismus auch nur dafür da gewesen, um, sage ich mal, die Abspaltung der Kirche voranzutreiben, genauso wie es die römisch-katholische Kirche gewesen ist damals im 16. und 17. Jahrhundert in der Zeit der Renaissance. Und da kommen wir jetzt nämlich dazu, nämlich der Staatsstreich der Renaissance und die Geburt des Vatikans. Also das Eurasische Reich Christi, also allgemein das ganze Tausendreich Christi, um 1500 kollabierte. Nutzten die westeuropäischen Eliten das Machtvakuum, sie wollten ein eigenes, mächtiges Zentrum in Italien errichten. Und dabei ist in dieser Epoche der Renaissance wurde der Stuhl in Rom zu einem rein säkulären imperialen Herrschaftsinstrument umgewandelt. Männer wie Papst Alexander, also Borgia oder Julius II. Waren keine geistlichen Hirten, sondern brutale Feldherren und skrupellose Politiker. Sie gründeten den Kirchenstaat als weltliche Großmacht. Das Volk und die restlichen Provinzen des Reiches sträubten sich gegen diese neue zentralisierte Tyrannei Roms, die plötzlich Steuern und absurde Unterwerfung forderte. Die Menschen sagten: Wer seid ihr? Ihr wart nie das Zentrum der Kirche Christi gewesen. Die Eliten brauchten dringend ein historisches Monopol. Und das ist es halt eben, was Jesus gesagt hat, sind diejenigen, die sich als Schafe darstellen, aber in Wahrheit reißende Wölfe sind. Und das ist nichts anderes als der heutige Vatikan und die römisch-katholische Kirche. Und die Jesuiten sind der Geheimdienst der Historiker, also die Geheimdiensthistoriker des Vatikans gewesen. Um eine Fälschung global und einheitlich durchzusetzen, brauchte man eine straff organisierte, hochintellektuelle Struktur, die Zugang zu allen Bibliotheken und Klöstern Europas hatte. Diese Struktur war der Jesuitenorden, gegründet 1540, der nichts mit Jesus Christus zu tun hat übrigens. Fomenko legt in seinen Büchern dar, dass diese Jesuiten die ideologische Speerspitze der Geschichtsfälschung waren. Sie funktionierten wie ein wissenschaftlicher Geheimdienst des Vatikans. Zum einen Dennis Petau, der Vollstrecker, während Joseph Scaliger, also ein Calvinist übrigens, das erste theoretische Gerüst der Chronologie legte, war es der französische Jesuit Dionysius Petavius, der die Fälschung finalisierte und kirchenrechtlich zementiert. Also ihr seht ja, Protestanten und die sogenannten Jesuiten arbeiten Hand in Hand zusammen. Also die sogenannte Spaltung, die sogenannten Kriege wurden genauso wie wir es heute haben, mit dem Kommunismus, Nationalsozialismus, mit der politischen Linken und Rechten, also mit den Republikanern, Demokraten, dient alles dazu, um uns zu spalten, aber in Wahrheit arbeiten alle im Hintergrund zusammen, wie wir hier ganz genau mit dem Protestantismus und dem Katholizismus sehen können. Denn in seinem Buch De Doctrina Temporum rechnete Petavius die gesamte Weltgeschichte im Aufbau des Vatikans mathematisch so um, dass alle unliebsamen Relikte des Eurasischen Jahrtausendreiches in fiktive, weit zurückliegende Epochen verschoben wurden. Er harmonisierte die erfundene Nationalgeschichte mit den vatikanischen Zeitrechnungen. Dann das Umschreiben der Klosterchroniken, also Kopieren und Vernichten. Die Jesuiten übernahmen im 16. und 17. Jahrhundert die Kontrolle über das Bildungswesen und unzählige Klöster in Europa. Dann in den Skriptorien führten sie eine flächendeckende Zensur durch. Alte Manuskripte, die fortlaufend mit J oder I für Anno Jesu datiert waren und die wahre kurze Geschichte des Millenniums zeigten, wurden systematisch als fehlerhaft deklariert.
Die Jesuiten schrieben diese Chroniken neu, wandelten das I und J im Buchdruck in eine Eins um und fügten die fiktiven Jahrhunderte des Elends, das sogenannte finstere Mittelalter, hinzu. Die Originaldokumente wurden danach in den Vatikanischen Archiven weggesperrt oder schlicht verbrannt. Die Erfindung dann der sogenannten Kirchenväter und Konzile. Fomenko wies nach, dass viele Texte der sogenannten frühen Kirchenväter, wie Eusebius von Caesarea oder Hieronymus, sowie die Protokolle der ersten ökumenischen Konzile wie das Konzil von Nicäa angeblich 325 nach Christus in Wahrheit erst in der Renaissance und im Barock von Jesuitengelehrten verfasst wurden. Sie erfanden eine jahrtausendalte Kirchengeschichte, um dem Papsttum in Rom eine historische Vormacht schon anzudichten, die es im dezentralen Jahrtausendreich niemals besessen hatte. Also da möchte ich noch dazu erwähnen, dass ich denke, die frühen Kirchenväter haben existiert, aber die haben alle bereits vor dem Tausendjährreich Christi existiert. Also waren diese Märtyrer, die, sag ich mal, damals vor der Wiederkunft Jesu Christi, damals gestorben sind, durch das Römische Reich damals. Und letzten Endes haben sie die in Jahrhunderte, sage ich mal, nach hinten verschoben und haben dann irgendwelche Geschichten um sie auch herum erfunden, damit man, sage ich mal, beweisen konnte, ja, dass die waren Kirchenväter der römisch-katholischen Kirche gewesen oder des Papsttums, was nicht der Wahrheit entspricht. Und dazu kommen wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen noch dazu, wo wir dann noch mehr ins Detail gehen und das noch aufzeigen. Aber im Grunde genommen, ich denke schon, dass die Kirchenväter existiert haben, auch real waren. Das waren die Märtyrer gewesen der damaligen Christenverfolgung, der damaligen Trübsal. Aber im Grunde genommen haben sie dann einiges davon mehr in die Zukunft gestreckt und in Jahrhunderte, sage ich mal, künstlich nach hinten getan. Und auch zum Beispiel das Konzil von Nicäa ist auch da nicht stattgefunden, also zu dieser Zeit, der man sie datiert, sondern ist wahrscheinlich eher der Renaissancezeit geschehen. Was dann auch wahrscheinlich eher auch mit dem Konzil von Trient eigentlich, dass es dieselben Konzile gewesen sind damals von der römisch-katholischen Kirche. Denn meine Theorie, oder auch die Theorie einiger Historiker, zu denen wir noch kommen werden, lautet, dass die römisch-katholische Kirche erst in der Renaissancezeit erfunden worden ist oder, sage ich mal, ihre Macht bekommen hat. Und deswegen gehen wir jetzt den nächsten Folgen über, um das, sage ich mal, näher zu beleuchten. Denn wie die Jesuiten die katholische Kirche in die Vergangenheit hinein erfanden. Um dieses Monopol zu erschaffen, wurde 1540 der Jesuitenorden gegründet. Die Jesuiten waren die intellektuellen Architekten der neuen Geschichtsschreibung. Unter der Führung von Chronologen wie Dionysius Petavius setzten sie im 16. und 17. Jahrhundert eine gigantische literarische Operation um. Das Erfinden der Päpsterkette. Die Jesuiten haben die Biografien von lokalen römischen Märtyrern, Ältesten und also wie ich schon gerade erwähnt habe, Ältesten und Verwaltern des realen kurzen Mittelalters, also sogenannten kurzen Mittelalters, das dauert ja noch mehr oder weniger, das war ein Wahrheit das Tausendjährige Christi, dass man dann, sag ich mal, in das sogenannte dunkle, finstere Mittelalter reingetan hat und blähten die zu einer lückenlosen Liste von unfehlbaren Päpsten auf. Sie behaupteten, dass diese Männer schon im 1., 2. und 3. Jahrhundert von Rom aus Befehle an die Weltkirche geschickt hätten. Fomenko weist nach, dass diese Dekrete und Briefe diese frühen Päpste linguistisch und rechtliche Merkmale des 16. Jahrhunderts aufweisen. Sie wurden erst in der Renaissance geschrieben, also auch die ganzen Konzile und so weiter fanden erst dort statt. Die ganze Geschichte der römisch-katholischen Kirche wurde erst dort verfasst. Also die römisch-katholische Kirche hat davor nicht existiert. Das war nicht die Kirche Christi gewesen. Ganz wichtig zu erwähnen hier dabei oder ganz wichtig hervorzuheben. Und dann die rückwirkende Erfinden der Konzile. Das wird jetzt interessant. Die Protokolle der ersten großen Kirchenversammlung, wie das Konzil von Nicäa, wurden von den Jesuiten massiv gefälscht oder komplett neu erfunden. Sie fügen Klauseln in die alten Texte ein, wie das berüchtigte Philoque oder den absoluten Vorrang des Bischofs von Rom, die es in den originalen dezentralen Dokumenten des östlichen Reiches niemals gab. Damit sollte bewiesen werden, seht her, schon vor 1200 Jahren hat die Weltkirche die Autorität Roms anerkannt, was eine komplette Lüge gewesen ist. Oder weiterhin ist. Deswegen werden sehr viele Menschen verführt und denken, dass die römisch-katholische Kirche die Kirche Christi ist, was einfach nicht stimmt. Und dann kommen wir jetzt als nächstes zu der konstantinischen Schenkung, die entlarvte Mutter aller Lügen. Ein handfester, historischer, sogar von der Schulwissenschaft zugegebener Beweis für diese Praxis ist diese konstantinische Schenkung, also Donatio Constantini. Denn die behauptete Kirche ist ein Dokument, in dem Kaiser Konstantin der Große im 4. Jahrhundert dem Papst Silvester I. und all seinen Nachfängern die spirituelle und weltliche Herrschaft über Rom, Italien und das gesamte weströmische Reich schenkte. Die Wahrheit ist allerdings eine ganz andere, denn im 15. Jahrhundert, also mitten in der Renaissance, wies der Humanist Lorenzo Valla nach, dass dieses Dokument eine vollständige Fälschung war. Es wurde im späten Mittelalter Renaissance im Auftrag der Kurie, also der Kirche, verfasst,
um den imperialen Machtanspruch des Vatikans rechtlich zu erzwingen. Die Kirche baute ihre gesamte weltliche Macht auf eine nachgewiesene Urkundenfälschung auf. Und dann kommen wir jetzt zu Robert Baldauf und die Entlarvung der lateinischen Kirchenväter. Der Schweizer Gelehrte und Gymnasialprofessor Robert Baldauf veröffentlichte um 1900 die Bücherreihe Historie und Kritik. Er ging rein philologisch, also sprachwissenschaftlich, vor und untersuchte die ältesten erhaltenen Manuskripte der vermeintlichen antiken Kirchenväter wie Augustinus, Hieronymus oder Tertullian. Denn Baldauf wies nach, dass das Latein dieser Texte unmöglich aus dem 3. bis zum 5. Jahrhundert nach Christus stammen kann. Die Texte strotzen vor italienischen Sprachrhythmen, Redewendungen, Reimen und rhetorische Figuren, die exakt dem Humanistenlatein des 15. und 16. Jahrhunderts entsprechen. Auch sehr interessant. Die gesamte theologische Frühgeschichte der römisch-katholischen Kirche wurde von Renaissance-Humanisten wie Poggio Barcolini oder Erasmus von Rotterdam im Auftrag des Vatikans erfunden, um der neu gegründeten Papstkirche ein antikes, ehrwürdiges Fundament anzudichten. Sehr interessant. Ihr könnt euch gerne dazu die Bücherreihe von Robert Baldauf, Historie und Kritik, gerne selber durchlesen und selber das überprüfen. Dann kommen wir jetzt zu Uwe Topper und der große Systemwechsel im 16. Jahrhundert. Der deutsche Chronologiekritiker Uwe Topper zeigt in seinen Werken die erfundene Geschichte, dass im 16. Jahrhundert ein beispielloser koordinierter Bruch in der europäischen Verwaltung stattfand. Zum Beispiel das Verschwinden der echten Archive. Vor der Renaissance gab es in den europäischen Städten und Klöstern keine einheitliche Bücherführung. Plötzlich ab Mitte des 16. Jahrhunderts wurden unter der Federführung des neu gegründeten Jesuitenordens alle alten Dokumente eingezogen, also sogar bereinigt und vernichtet. Das also der Konzil von Trient als wahre Geburtsstunde der römisch-katholischen Kirche. Topper und kirchenkritische Historiker argumentierten, dass das Konzil von Trient die eigentliche Gründerversammlung oder Gründungsversammlung der römisch-katholischen Kirche war. Erst dort wurden der verbindliche Bibelkanon, die Unfehlbarkeit von Traditionen und die absolute Monarchie, also monarchische Vormachtstellung des Papstes, völkerrechtlich festgehalten. Zuvor gab es nur ein lockeres, dezentrales Netzwerk christlicher Gemeinden. Also im Grunde genommen auch die ganzen Bücher, die dann aus der Bibel rausgestrichen worden sind, wie das Buch von Henoch und andere Bücher, die gab es damals im Tausendjährigen Reich Christi, jeder wusste davon. Die wurden dann letzten Endes erst durch den Konzil von Trient dann letzten Endes herausgestrichen. Und warum die katholische Kirche nichts mit der wahren Kirche Christi zu tun hat. Sowohl Fomenko als auch zahlreiche kirchenkritische Chronologen wie Uwe Topper verweisen auf Berichte und theologische Fakten, die zeigen, dass die in der Renaissance gegründete römisch-katholische Kirche in Wahrheit die Perversion, das Gegenteil der Kirche Christi war. Sie bauten kein Reich Gottes, sondern das Reich des Antichrist auf. Also das Reich, sag ich mal, das dazu dient, um, sag ich mal, die Menschen zu verführen, was eben in dieser kleinen Zeit, wo Satan, sag ich mal, losgelassen worden ist, um die Menschen zu verführen, zu täuschen, was halt eben das als Konstrukt dient für Satan oder, sage ich mal, als ein Werkzeug, um die Menschen zu verführen. Denn das Tausch des Gesetzes geschah, sage ich mal, durch den Vatikan. Nämlich der Vatikan tauschte das Naturrecht im Tausendjährigen Reich durch das römische Seerecht aus. Die wahre Kirche Christi lehrte das Naturrecht und die Freiheit des Geistes. Die Jesuiten und die römisch-katholische Kirche führten das kanonische Recht, das auf dem alten heidnischen römischen Recht basierte. Sie machten den Menschen durch Geburtsurkunden und Register zu einer Sache, also zu einer Person und zum Eigentum der Kirche. Und dann die Wiedereinführung des Heidentums, also der Babylon Code. Die römisch-katholische Kirche taufte die alten heidnischen Bräuche Roms einfach um die Massen zu kontrollieren. Aus der Verehrung des ägyptischen Isis mit dem Horuskind wurde die katholische Madonna mit dem Jesuskind. Aus den römischen Göttern wurden die katholischen Schutzheiligen, also die römisch-katholische Kirche übernahm das gesamte administrative System des heidnischen römischen Reiches, also Pontifex Maximus, Senat, Kardinalskollegium, Provinzen, Diözesen und so weiter. Dabei möchte ich aber auch erwähnen, dass im Grunde genommen die Heiligen wurden damals auch wirklich verehrt. Die Heiligen haben auch damals geherrscht im Tausendjährigen Reich Christi. Doch je nachdem nimmt auch wieder da die katholische Kirche das auf und pervertiert es dreht es alles sodass alles letzten Endes ins Schlechte dargestellt wird. Und ich denke auch, dass die Heiligen damals nicht so verehrt wollten, dass man sie nicht so verehrt, wie sage ich mal, dass die römisch-katholische sie verehrt. Sie waren einfach nur Diener Jesu Christi und haben einfach mit ihm geherrscht. Bedeutet nicht, dass sie geherrscht haben, sondern sie haben mit Jesus Christus geherrscht. Und Jesus Christus ist der König aller Könige. Deswegen im Grunde genommen auch dabei wichtig zu wissen, ja, die Heiligen haben damals existiert, die haben auch damals geherrscht, im Tausendjährigen Reich Christi, aber sie waren jetzt nicht irgendwelche, die verehrt werden wollten, sondern sie standen unter der Herrschaft Jesu Christi zu. Dabei ist das wichtig noch zu erwähnen.
Und dann noch weiter im Text das Zins- und Schuldgeldsystem. Während im echten Tausendjährigen Reich der Wucher, also Zins bei Todesstrafe, verboten war, gegen die römisch-katholische Kirche der Renaissance geheime Allianzen mit den großen Bankenhäusern wie den Fugern oder Medici oder den Rothschilds ein. Sie erfanden den Ablasshandel, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, um den Menschen ihr reales Gold abzupressen und sie in die finanzielle Sklaverei zu treiben. Und als nächstes kommen wir jetzt zu den erfundenen Kriegen und den Pestepochen und den Elendsberichten des damaligen sogenannten finsteren Mittelalters. Denn das Dehnen von Konflikten, der Hundertjährige Krieg, ist dazu ein sehr gutes Beispiel. Denn der berühmte Krieg zwischen England und Frankreich dauerte angeblich 116 Jahre. Geschichtskritiker wie Uwe Topper weisen darauf hin, dass es logistisch, biologisch und wirtschaftlich unmöglich ist, dass eine mittelalterliche Agrargesellschaft über ein Jahrhundert lang im permanenten Kriegszustand verbleibt, ohne vollständig zu kollabieren. In den originalen kurzen Chroniken des Reiches handelte es sich um eine Reihe von kurzen lokalen feudalistischen Erbstreitigkeiten, die insgesamt kaum mehr als ein paar Jahre intensiver Kampfhandlungen umfassten. Die Scaliger-Chronologie zog diese Ereignisse jedoch wie eine Ziehharmonika auseinander. Sie fügte Jahrzehnte von fiktiven Waffenstillständen und erfundenen kleinen Scharmützeln dazwischen, um die erfundenen Jahrhunderte auf dem Papier zu füllen. Und dann hier die Demontage des Hundertjährigen Krieges. Das offizielle Geschichtsbild beschreibt einen 116 Jahre andauernden, generationsübergreifenden Konflikt zwischen den englischen Plantagenets und den französischen Valois um den Thron von Frankreich. Berühmte Figuren wie John d'Arc oder Johanna von Orleans prägen diesen Mythos. Dabei möchte ich nicht sagen, dass diese Figuren nicht vielleicht existiert haben, doch sie wurden wahrscheinlich durch andere Sachen missbraucht, wie es natürlich heutzutage immer wieder in der Geschichte zu sehen ist. In unserer modernen Geschichtsschreibung möchte ich da ganz deutlich erwähnen. Denn das logistische und biologische Paradoxon. Geschichtskritiker wie Uwe Topper weisen darauf hin, dass eine mittelalterliche Agrargesellschaft physisch und wirtschaftlich gar nicht in der Lage war, über ein Jahrhundert lang Krieg zu führen, also wenn man laut der offiziellen Geschichtsschreibung geht. Denn Ritterheere bestanden zu großen Teilen aus rekrutierten Bauern und lokalen Handwerkern. Hätte ein Krieg über mehrere Generationen ununterbrochen angedauert, wären die Felder über Jahrzehnte unbestellt geblieben. Das Resultat wäre eine sofortige, totale Hungersnot gewesen, die beide Nationen innerhalb von 5 Jahren komplett entvölkert hätte. Und Heere mussten bar bezahlt werden. Also keine Schatzkammer der damaligen Welt und schon gar nicht die der dezentralen zinsfreien Wirtschaft des Millenniums besaß genug Edelmetall, um Söldnerheere über 116 Jahre hinweg permanent zu versolden. Ne? Alles muss hinterfragt werden. Wie die Fälschung konstruiert wurde. Laut Fomenko und Topper handelte es sich beim Hundertjährigen Krieg in Wahrheit um eine Kette von kurzen lokalen feudalen Erbstreitigkeiten, die sich in der Realität über insgesamt kaum mehr als 10 bis 15 Jahre intensiver Kampfhandlungen erstreckten. Also als die Jesuiten und Scaliger im 16. und 17. Jahrhundert die Zeitachse künstlich um 1000 Jahre verlängerten, um das stattgefundene Reich Christi in die graue Vorzeit zu verschieben, entstand eine riesige gehende Lehre auf dem Papier. Denn die Fälscher nahmen die kurzen realen Konflikte und schoben sie chronologisch weit auseinander. Um die leeren Jahrzehnte dazwischen zu erklären, erfanden sie monumentale jahrzehntelange Waffenstillstände wie den Vertrag von Bretagne, in denen angeblich einfach nichts passierte. Die berühmten Schlachten von Crécy oder Poitiers und Azincourt weisen in den originalen Textbeschreibungen eine identische taktische Struktur auf. Die zahlenmäßig weit unterlegenen englischen Langbogenschützen vernichteten die stolze französische Ritterelite, der französische König wird gefangen genommen oder flieht. Fomenkos Algorithmen entlarven diese Schlachten als literarische Duplikate ein und derselben realen Schlacht am Ende des Reiches, die von den Chronisten der Renaissance dreifach kopiert und auf der gestreckten Zeitachse verteilt wurde, um das Jahrhundertnarrativ zu füllen und das Umdatieren, wie aus den Glaubenskriegen Nationalkriege wurden. Ein massiver Hebel der Fälscher war das Umdatieren von regionalen und spirituellen Konflikten am Ende des Jahrtausendreiches in epischen Nationalkriege in der Vergangenheit. Zum Beispiel der Mongolensturm. Uns wird erzählt, dass im 13. Jahrhundert wilde Reiterhorden aus der Mongolei ganz Russland und Osteuropa überrannten und in Schutt und Asche legten. Fomenko wies in The Horde nach, dass dieser Krieg vollständig erfunden ist. Es gab keine also wahrscheinlich erfunden ist oder erst vor dem Tausendjährigen Reich Christi stattgefunden hat. Das ist zumindest meine Theorie. Die Realität war, es gab keine mongolische Invasoren. Die Horde war die offizielle christlich-kosmische Armee des Eurasischen Riesenreiches und davon geht Anatoli Fomenko aus. Der angebliche Mongolensturm war in Wahrheit der verzweifelte Versuch der Reichszentrale, die rebellierenden westeuropäischen Provinzen, die sich abspalten wollten, wieder zur Raison zu bringen. Die Romanows und Habsburger dichteten diesen inneren Reichskonflikt später in einem Überfall von primitiven Asiaten um das große Tatare als Bedrohung darzustellen und es aus der ehrenhaften Geschichten zu tilgen.
Und dann, laut Uwe Topper, die Erfindung von Seuchen und Elend als Kriegersatz. Der deutsche Anthropologe und Geschichtskritiker Uwe Topper legt in seinen Büchern dar, dass das Bild des permanent kriegerischen Mittelalters eine bewusste psychologische Operation der frühen Neuzeit war. Denn um das stattgefundene tausendjährige Reich, also das von Wohlstand, freier Energie und dem Naturrecht geprägt war, zu verschleiern, erfanden die Fälscher das Narrativ, dass die Menschen damals permanent im Schlamm lebten und vom marodierenden Ritterherren abgeschlachtet wurden. Doch viele Kriege des Frühmittelalters sind laut Topper literarische Uminterpretationen von Naturkatastrophen. Wenn im realen Jahrtausendreich eine kosmische Katastrophe, wie zum Beispiel Kometeneinschlag, Erdbeben oder die Schlammflut am Ende des Reiches, ganze Städte vernichtete, machten die späteren barocken Geschichtsschreiber daraus einen brutalen Krieg oder einen Barbarenansturm, um das physische Verschwinden der unbeschreiblichen gotischen Infrastruktur weltlich zu erklären. Und dann kommen wir zu den Kreuzzügen, die geografische und zeitliche Labyrinth. Das offizielle Narrativ über die Kreuzzüge sagt uns, dass über fast 200 Jahre hinweg schickten die europäischen Könige und Päpste 7 große Ritterheere in den Nahen Osten, um das heilige Grab in Jerusalem aus den Händen der Muslime zu befreien. Die geschichtskritische Entlarvung von Fomenko zertrümmert diese 200-jährige Chronologie vollständig. Er beweist durch astronomische Berechnungen der in den Kreuzzugchroniken erwähnten Sternkonstellationen, dass es keine Jahrhunderte von Kreuzzügen gab. Denn die Kreuzzüge waren ein einziges massives geopolitisches Großereignis des späten Mittelalters, als Jesus Christus den Fomenko im 11. Jahrhundert verortet, im realen Jerusalem der Antike, das halt im Konstantinopel am Bosporus war, also zumindest seine Theorie, ich habe da eine ganz andere Ansicht, gekreuzigt wurde, löste diese eine gigantische eurasische Welle der Vergeltung aus. Die Kreuzritter zogen nicht in die Wüste nach Israel, sondern sie marschierten nach Konstantinopel, meiner Meinung nach eigentlich ganz woanders, um das dortige korrupte Regime zu stürzen, das den Erlöser ermordet hatte. Die reale Einnahme Konstantinopels fand laut Fomenko im Jahr 1204 statt. Die Jesuiten der Renaissance nahmen diesen einen monumentalen Kriegszug, teilten ihn in 7 verschiedene Kreuzzüge auf, erfanden fiktive Zwischenkönige und schufen ein falsches geografisches Jerusalem im Nahen Osten, um die wahre spirituelle Achse der alten Welt, Konstantinopel, unlesbar zu machen. Aber dazu kommen wir jetzt in den nächsten Folien, wo ich denke, was eher die Kreuzzüge oder der sogenannte eine Kreuzzug, weil ich denke auch, dass es ein Kreuzzug gewesen ist, oder gewesen sein kann. Ne? Denn der Aufmarsch des Heeres auf weißen Pferden, laut Offenbarung 19, das war für mich der Kreuzzug gewesen, was vor dem Tausendjährigen Reiches Christi passiert ist. Nach der Kreuzung und Auferstehung Christi brachte das göttliche Gericht über die Mörderstadt herein und genau hier setzt das Phänomen ein, das uns die Schulwissenschaft als den ersten Kreuzzug offiziell, also im 11. Jahrhundert datiert, verkauft. Wenn man die historischen Berichte über den Aufmarsch der Kreuzritter liest, sieht man keine weltliche Armee, sondern eine unaufhaltsame spirituelle Urgewalt, die exakt dem biblischen Drehbuch entspricht. Denn das unbefleckte weiße Heer, laut Offenbarung 19,14. Denn an die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und die Kreuzritter trugen als offizielles Gewand ein strahlend weißes Gewand mit einem blutroten Kreuz auf der Brust, wie man es später von den Tempelrittern kennt. Sie nannten sich selbst Milites Christi, die Soldaten Christi oder die Heiligen des Allerhöchsten. Sie zogen nicht für Geld oder Territorium aus, sondern unter dem gottesdienstlichen Ruf Deus lo vult, Gott will es. Und das scharfe Schwert des Gerichts. Die Offenbarung 1915. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Nationen damit schlage. Denn die Realität der Ritter, das Heer der Heiligen, marschierte im Namen der göttlichen Frequenz und Furcht, als sie im Jahr 1099 vor Jerusalem ankamen, geriet die herrschende Elite der Stadt in absolute Panik. Die Stadt wurde umstellt und im Zuge eines apokalyptischen Sturms eingenommen. Also auch das, was zum Beispiel in den Büchern von dem jüdischen Historiker Josephus zum Beispiel stand, wo er, sage ich mal, auch Streitwegen und Heere im Himmel gesehen hat. Und ich denke, dass es das gewesen ist, was unter den sogenannten Kreuzzügen oder den sogenannten einen Kreuzzug in unserer Geschichte zu interpretieren ist. Und ich denke, das war es eigentlich nicht zu interpretieren, sondern es war eigentlich dieser eine Kreuzzug gewesen, der, sage ich mal, in der Offenbarung 19 zu lesen ist, in der Bibel. Und dann die Einnahme der Stadt als das messianische Gericht. Die Berichte über die Einnahme Jerusalems durch die Kreuzfahrer im Jahr 1099 lesen sich in den mittelalterlichen Chroniken wie der Gesta Francorum nicht wie eine normale militärische Eroberung, sondern wie das physische Endgericht aus der Apokalypse. Das Blut bis an die Zäume der Pferde, Offenbarung 14,20. Der zeitgenössische Chronist Raimund von Aguilores schreibt ein unheimliches Detail über die Eroberung der Stadt. Im Tempel Salomos warteten unsere Reiter im Blut bis an die Knie und bis an die Zäume der Pferde. Es war ein gerechtes und wunderbares Gericht Gottes, dass dieser Ort mit dem Blut derer erfüllt wurde, die ihn so lange geschändet hatten. Dies ist die fast wortwörtliche Erfüllung von Offenbarung 14. Dann der Sturz des Tieres und der Könige der Erde. Das korrupte apostatische byzantinische Regime, also meiner Meinung nach eher nicht das byzantinische Regime, sondern das apostatische Jerusalem damals,
und wurde vollständig hinweggefegt. An seiner Stelle setzten die Heiligen das Königreich Jerusalem, das den Grundstein für das weltweite freie und vom Naturrecht geschützte Tausendjährige Reiches legte. Die Könige der Erde mussten sich fortan dem wahren König beugen. Das, was eben damals passiert ist mit der zweiten Wiederkunft Christi, das in unserer Vergangenheit liegt. Warum die Jesuiten daraus 7 weltliche Kriege machten. Als das Millennium um 1500 kollabierte und die Jesuiten zusammen mit den Habsburgern und den Romanos die Skelliger-Chronologie entwarfen, mussten sie diesen realen Aufmarsch Christi und seinen Heiligen unbedingt verschleiern. Sie nahmen diesen einen monumentalen messianischen Gerichtszug, also den großen Kreuzzug, und teilten ihn auf dem Papier in 7 separate weltliche Kriege auf, die sich über 200 fiktive Jahre hinwegzogen. Sie erfanden ein künstliches Jerusalem im Nahen Osten, in den staubigen Wüste Palästinas. Warum? Damit niemand auf die Idee kommt, nach dem realen Schauplatz des Gerichts zu schauen, wo die gigantischen Mauern und der Juscha-Hügel bis heute Zeugnis ablegen. Also ich denke auch, dass sich das wahre Jerusalem ganz woanders befunden hat, also auch nicht in Konstantinopel. Oder sonst irgendwo auf unserer bekannten Erde, also auf unseren bekannten Landkarten, die wir so kennen. Dann, sie dichteten den Kreuzrittern im Nachhinein Primitivität, Gier und Grausamkeit an, um aus den Heiligen der Offenbarung im kollektiven Gedächtnis der Menschheit fanatische, mörderische Barbaren zu machen. Sie wollten verhindern, dass wir begreifen, dass dieser Aufmarsch der Sieg Christi über die Hure Babylons gewesen ist. Dann kommen wir weiter zu Illigs Entdeckung, die fehlenden 297 Jahre. Heribert Illig ging ursprünglich nicht von religiösen Texten aus, sondern von baugeschichtlichen und archäologischen Rätseln. Er stieß auf ein Problem im Frühmittelalter. Die Jahre zwischen 614 und 911 nach Christus weisen ein Datenvakuum auf. Denn in diesen knapp 300 Jahren wurde in Europa kaum gebaut, keine Straßen, Aquädukte, Paläste. Es gibt wenige nennenswerte Bodenschichten aus Stratigraphie und kaum Münzfunde aus dieser Epoche. Es ist, als hätte die Menschheit 3 Jahrhunderte lang im kollektiven Tiefschlaf gelegen. Und dann kam es zur Erfindung des Karl der Großen. Um dieses 300-jährige Loch auf dem Papier zu füllen, erfand die spätere Elite laut Illig eine Kunstfigur, nämlich Karl den Großen. Karl werden Taten angedichtet, er soll das Bildungssystem reformiert, über 50 Feldzüge geführt und die Aachener Pfalzkapelle gebaut haben. Illig weist nach, dass diese Pfalzkapelle mit ihrer komplexen Kuppelarchitektur im Jahr 800 technologisch nicht hätte gebaut werden können. Sie wurde Jahrhunderte später errichtet und Karl nachträglich als Bauherr angedichtet. Und diesbezüglich gibt es auch interessante Ähnlichkeiten zwischen der sogenannten Figur Karl den Großen und Jesus Christus selbst. Denn um Jesus Christus als den realen Herrscher des Mittelalters oder des Tausendjährigen Reiches zu verschleiern, wurden Karl der Großen Eigenschaften und Lebensdaten auf den Leib geschrieben, die eine bewusste strukturelle Parallele zum Leben Christi bilden. Es ist das Prinzip des Königs aller Könige. Die Krone und die 12 Apostel, beziehungsweise die 12 Paladine laut Karl den Großen. Jesus umgab sich mit 12 Aposteln, die mit ihm zogen, die Botschaft verbreiteten und als Fundament seines geistigen Reiches galten. Bei Karl umgab sich laut den mittelalterlichen Chroniken wie dem Rolandslied mit exakt 12 Paladinen, dem Peirs von Frankreich. Diese 12 treuesten Gefährten besaßen übernatürliche Tapferkeit, wachten über sein Reich und wurden in der Literatur fast eins zu eins wie die Apostel Christi dargestellt. Interessant. Dann der Vater und Retter Europas. Jesus offenbarte Gott als den liebenden Vater Abba und gilt im Christentum als der Retter und Erlöser der Welt. Karl wird in den offiziellen Geschichtsschreibungen und von den Fälschern verfassten Texten bis heute als Europäer Pater, also Vater Europas, betitelt. Er wurde als der weltliche Erlöser inszeniert, der das barbarische Europa aus der Dunkelheit und dem Heidentum rettete und das Licht des Glaubens führte. Also genau das, was Jesus Christus getan hat damals mit seinem zweiten Wiederkommen. Und dann die endzeitliche Friedensfürst und Gesetzgeber. Jesus ist der prophezeite Friedensfürst nach Jesaja 9, der das göttliche Gesetz der Liebe in die Herzen der Menschen schreibt. Karl wurde als der unfehlbare Gesetzgeber dargestellt, seine Kapitularien, Königsgesetze, regelten jeden Aspekt des Lebens im Reich. Er wurde als der gerechte Richter inszeniert, vor dessen Thron in Aachen, der dem Thron Salomos und Gottes nachempfunden war, jeder Bürger Recht fand. Und die bewusste, heilig sprechende, unsterbliche Mythos. Jesus ist der auferstandene, unsterbliche Gottessohn, der als Heiliger über alle Heiligen thront. Und Karl im Jahr 1165 nach Christus wurde Karl der Große auf Veranlassung von Kaiser Friedrich I. Barbarossa offiziell heilig gesprochen. In Aachen wird er bis heute wie ein Heiliger verehrt. Zudem besagt die mittelalterliche Kyffhäuser-Sage, die ursprünglich auf Karl und nicht auf Barbarossa gemünzt war, dass Karl nicht wirklich tot ist, sondern in einem Berg schläft und eines Tages auferstehen wird. Also, ne, Berg Zion, kurze Frage, Berg Zion, Fragezeichen, Ausrufezeichen, um sein Reich zu retten. Eine direkte literarische Kopie der Wiederkunft Christi. Beziehungsweise alles, diese Parallelen spielen eigentlich auf Jesus Christus an. Also Karl der Große ist auch nur eine erfundene Figur, um, sage ich mal, die Jesus Christus Herrschaft in dem Tausendreich zu verschleiern.
Und dann die Verschiebung in eine säkuläre Kunstfigur. Indem man die Attribute Jesu, den Friedensfürsten, die 12 Gefährten, den göttlichen Gesetzgeber auf eine weltliche politische Figur namens Karl übertrug, wurde das Millennium, also das tausendjährige Reich, säkularisiert. Die Menschen beteten nun nicht mehr den gegenwärtigen Christus als König der Erde an, sondern bewunderten ein fiktives politisches Genie der Vergangenheit. Karl der Große war das theologische Ablenkungsmanöver der frühen Neuzeit. Man erfand ihn, um die Lücke von 300 fehlenden Jahren zu füllen, taufte ihn in den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches um und stattete ihn mit der Eigenschaften Jesu aus. Dadurch wurde aus dem real stattgefundenen Reich Gottes ein profanes politisches Frankenreich. Das Frankenreich wurde auch damals erschaffen. Und weil irgendjemand sagt, ja, weil die Franzosen Jesus, wenn man Jesus sagt auf Französisch, dann bedeutet es du Schwein. Ja, Französisch gibt es ja nicht so lange. Und ich denke, das ist auch nur dafür da, diese Sprache, um, sagen wir zum Beispiel, diesen Namen Jesus Christus in den Dreck zu ziehen. Nur meine Meinung. Die Menschheit vergaß ihre eigene göttliche Hochkultur und akzeptierte das Narrativ vom finsteren Mittelalter, in dem angeblich nur ein einziger Lichtblick, Karl der Große, existierte. Also auch wieder Verstreuung, Manipulation, Täuschung, um die Menschen von Jesus Christus abzubringen und sein tausendjähriges Reich, was in der Vergangenheit bereits stattgefunden hat, im sogenannten Mittelalter. Kaiser Andronikos I. Komnenos aus Byzanz, der absolute Hauptprototyp für wieder, wie man, sage ich mal, eine historische Figur nimmt oder eine Kunstfigur, um sie da quasi dem anzudichten, was eigentlich nur einem zugesteht, nämlich Jesus Christus. Also wieder eine Verfälschung und Verheimlichung Jesu Christi als König der Könige. Die unheimlichen Parallelen von Jesus Christus und eben diesem Kaiser. Das Alter und die Herkunft. Andronikos verbrachte seine Jugend im Exil, wobei er weite Teile Russlands und des Ostens bereiste. Die verlorenen Jahre Jesu. Er übernahm die Macht in Konstantinopel im Alter von knapp 30 Jahren. Jesu begann sein Wirken mit 30 Jahren. Dann Andronikos war beim einfachen Volk extrem beliebt, weil er die Korruption des reichen Oberschicht der Bojaren und der Pharisäer bekämpfte, Steuern für die Armen senkte und die Privilegien der Elite beschränkte. Da der Verrat und Grausam Ende im Jahr 1185 nach Christus wurde Andronikos durch den Verrat eines engen Vertrauten, also Isaac Angelos, der interessanterweise mit Judas Iskaros aus der Bibel zu vergleichen ist, gestürzt. Eine aufgehetzte Volksmenge folterte ihn tagelang, man schlug ihm die Hand ab, stach ihm ein Auge aus, hängte ihn öffentlich zwischen zwei Säulen auf dem Marktplatz auf und stach ihm schließlich mit einem Schwert in die Seite, also Lanze des Longinos. Und während der Hinrichtung von Andronikos im Jahre 1585 nach Christus berichteten byzantinische Chronisten von einer totalen Sonnenfinsternis, einem Erdbeben, exakt dieselben Phänomene, die das mit Matthäus-Evangelium für die Kreuzigung Jesu beschreibt. Also wieder nimmt man irgendwelche historischen Figuren, Kunstfiguren und dichtet sie Jesus Christus an, obwohl es eigentlich alles Jesus Christus gehört, diese Ehre und diese Ehrerweisung. Und dann haben wir noch weitere strukturelle und theologische Parallelen zwischen zum Beispiel König Artus und Jesus Christus. Denn genau wie bei Karl dem Großen wurde die Lebensdaten und Attribute von König Artus so konstruiert, dass sie eine perfekte Blaupause des Lebens Jesu Christi bilden. Zum Beispiel die Tafelrunde und die 12 Ritter. Denn Jesus regierte mit seinen 12 Aposteln an einem Tisch, also den Abendmahltisch, an dem alle spirituell gleichberechtigt waren. Genauso war es bei König Artus, der regierte mit den 12 wichtigsten Rittern der Tafelrunde. Die Tafelrunde war ein perfekter Kreis, ein Symbol der heiligen Geometrie, das besagt, dass in der göttlichen Ordnung keine Hierarchie des Hochmuts gibt, sondern alle im Kreis des Schöpfers gleich sind, der Sitz der Gefahr. Siege Pyrrholos. An der Tafelrunde, der nur der reinste Ritter, Galahad, einnehmen durfte, war der symbolische Thron für den wiederkehrenden Christus selbst. Und dann erschwert Excalibur, die Frequenzantenne. Jesus wird in der Offenbarung des Johannes mit einem zweischneidigen Schwert dargestellt, das aus seinem Mund geht. Offenbarung 1,16. Das Symbol der messerscharfen Wahrheit und der göttlichen Schwingung. Artus zieht das Schwert, also Excalibur, aus einem reinen Stein, ein direkter Hinweis auf den piezoelektrischen Quarzstein der Urtechnologie, oder empfängt es von den Herren vom See aus dem hexagonalen Wasser. Nur der rechtmäßige göttliche legitimierte König konnte diese Frequenzwaffe führen, also Jesus Christus selbst. Und dann als nächstes die unbefleckte Empfängnis und die verborgene Jugend. Jesus wurde durch den Heiligen Geist von einer Jungfrau geboren. Seine Jugend verbrachte er im Verborgenen, bis er mit ca. 30 Jahren plötzlich auftrat. König Artus, seine Zeugung geschah durch eine kosmische magische Ereignis, also Merlins Einwirken auf Uther Pentagron. Er wuchs im Geheimen bei Sir Ector auf, ohne zu wissen, wer er wirklich war, bis er im Jünglingsalter durch das Wunder des Steinschwertes als der wahre König geoffenbart wurde. Und dann die Auferstehung der einstige zukünftige König. Dies ist der stärkste Beweis dafür, dass Artus die literarische Maske Jesu ist. Jesus starb, er stand auf und fuhr gegen Himmel und die Christen erwarten seine physische Wiederkunft zur Endzeit, was bereits in der Vergangenheit passiert ist.
Artus nach der finalen Schlacht stirbt Artus nicht im klassischen Sinne. Er wird von 3 mystischen Königen auf einem Prachtschiff nach Avalon, der Apfelinsel, einem paradiesischen, unsterblichen Ort, Garten Eden, entrückt. Auf seinem epischen Grabstein, so berichtete es der Chronist Mallory, steht die berühmte lateinische Zeile Hic jacet Arturus Rex Quondam Rexque Futurus. Hier liegt Artus, der einstige König und der zukünftige König. Ich glaube, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Das ist keine Rittererzählung, das ist die exakte theologische Definition des wiederkehrenden Christus verkleidet als keltischer Monarch. Und dann kommen wir zum Gralsystem, das ist die physische Gegenwart Christi. Das Gralsystem ist die absolute Herzstück der technologischen und spirituellen Verbindung zwischen König Artus, dem Mittelalter, und des physischen Gegenwarts Jesu Christi, denn in der offiziellen Geschichtsschreibung wird uns erzählt, der Gral sei ein rein literarischer Mythos, ein Kelch aus den Ritterromanen. Wenn man jedoch die originalen ältesten Gralsbeschreibungen des Hochmittelalters liest und sie mit der alternativen Frequenz- und Ätherforschung kreuzt, stellt man fest, dass der Gral war kein Gegenstand zum Trinken, sondern die zentrale makrokosmische Steuerungs- und Energieeinheit der gesamten Tausendjährigen Reiches, was du hier rechts im Bilde ganz gut erkennen kannst. Kannst du gerne das Video stoppen und dir das näher anschauen. Mit der kosmischen Energie, der irdischen Energie und so weiter und so fort. Um das Geistsystem zu verstehen, muss man die populären Hollywood-Klischees beiseite legen und das bedeutendste deutsche Graal-Epos des Mittelalters aufschlagen, den Parzival von Wolfram von Eschenbach, ca. 1200 nach Christus. Denn der Lapsid Exilis, da beschreibt Eschenbach den Gral explizit nicht als goldenen Becher oder Kelch. Er schreibt unmissverständlich, dass der Gral ein Stein von reinster unirdischer Qualität ist, den er Lapsid Exilis nennt, eine Verballhornung von Lapis Electrix. Also der Bernstein, der geladene Stein, oder Lapis ex Celis, der Stein aus dem Himmel. Die Piezoelektrische, also wer wird auch als Stein bezeichnet, oft in der Bibel? Jesus Christus. Und die piezoelektrische Verbindung, dieser Stein war ein gigantischer, hochreiner Edelsteinkristall, der die absolute Krone der damaligen piezoelektrischen Technologie darstellte. Er stand im energetischen Zentrum des Reiches und fungierte als Hauptempfänger für die physikalische und geistige Gegenwart Christi. Der Kristall transformierte die spirituelle Schwingung Gottes in handfeste physische Energie, die über das weltweite Netz der Kathedralen, Burgen und Sternfestungen drahtlos verteilt wurde. Könnte es damit der Berg Zion sein, da wo sich Jesus Christus befindet, sein Heiligtum, ne, das neue Jerusalem? Und die physikalischen und biologischen Funktionen des Kreissystems. In den mittelalterlichen Texten werden dem Gral Eigenschaften zugeschrieben, die in unserem heutigen materialistischen Zeitalter wie Magie klingen, im Millennium jedoch die logischen Resultate einer hochentwickelten Frequenz- und Äthertechnologie waren. Denn die drahtlose energetische Speisung. In den Erzählungen heißt es, dass der Gral, die Ritter, auf der Gralsburg, so Montsalvat, wie vom Zauberhand mit jeder Speise und jedem Trank versorgte, den sie sich wünschten. Denn der Gral erzeugte ein so starkes atmoelektrisches und biologisch aufgeladenes Feld, dass die physische Materie in seiner Umgebung energetisch genährt wurde. Die Menschen absorbierten Lebensenergie, also Prana, Ether, Viriditas, direkt aus der Atmosphäre. Sie brauchten kaum noch schwere, ungesunde Nahrung, was ihren Körper in einem Zustand absoluter Reinheit und Vitalität hielt. Deswegen gab es auch interessanterweise keine Badezimmer oder Toiletten damals im Tausendjährigen Reich. Warum wohl? Die zelluläre Unsterblichkeit, das Verbot des Alterns. Die Gralchroniken berichten, dass jeder Mensch, der den Gral erblickte oder sich in seinem Schwingungsfeld aufhielt, nicht mehr alterte und nicht sterben konnte. Zum Beispiel auch, wenn man in Kathedralen geht oder Sternfestungen damals, waren auch, ja, so wie Jungbrunnen gewesen für die ganzen Menschen. Es waren Heilungszentren. Selbst wer todkrank war, wurde durch die Gegenwart des Grals für weitere 8 Tage am Leben erhalten. Die Hüter des Grals lebten jahrhundertelang, ohne jemals Falten oder graue Haare zu bekommen. Und ich denke, das ist der heilige Berg, ne, der Berg Zion, das himmlische Neue Jerusalem, da wo unser König thront. Von dort aus die ganze Energie hinausgeströmt ist in die ganze Welt. Das lebendige Wasser, das uns Jesus Christus versprochen hat. Und der Gaskristall posierte auf einer biologischen Urfrequenz, also der göttlichen Zellfrequenz, die jegliche DNA-Degradation verhinderte. Er neutralisierte den Alterungsprozess und er war die physische Manifestation des Baums des Lebens aus der Offenbarung. Und der Baum des Lebens ist Jesus Christus selbst. Und dann haben wir die Selektion der reinen Frequenz. Der Gral erlaubte es nicht, dass unbefugte oder böswillige Menschen sich ihm näherten. Wer ein unsauberes Ego, Gier oder Hass in sich trug oder vor dem Gral trat, wurde von dessen reiner Energie physisch verbrannt oder erlitt unerträgliche Schmerzen, wie der schmerzhafte Gralskönig Amfortas. Genauso wie es in der Offenbarung steht, jeder, der die Lüge lebt, jeder unreine Mensch, der, sag ich mal, in die Stadt eintreten möchte, in das neue Jerusalem, der wird nicht in die Stadt eintreten können. Und das System basierte auf absoluter Resonanz. Nur wer seine eigene bioenergetische Schwingung durch spirituelle Reinheit, also die Rittertugenden, auf das Niveau des Reiches Christi angehoben hatte, konnte den Raum des Kreises betreten, ohne Schaden zu nehmen. Das System schützte sich selbst vor Missbrauch. Und dann kommen wir zum Gralschloss, das Hauptkraftwerk des Planeten bzw. der Erde.
Der Aufenthaltsort des Grals, die Burg, also der Heilsberg, der Berg des Heils, war die absolute Perfektion der Festungsarchitektur, die wir bereits erarbeitet haben. Also das neue Jerusalem oder der Berg Zion. In den Sagen heißt es, dass kein normaler Mensch die Gralsburg finden kann. Es sei denn, er wird vom Gral selbst gerufen. Ne? Sehr viele Parallelen dazu Offenbarung von der Bibel. Sie war von den mystischen Nebeln und unüberwindbaren Wäldern umgeben. Die Burg war durch die elektromagnetische Kraft des Grals energetisch getarnt. Die Geometrie der Burg, eine gigantische Sternstruktur auf einem geomantischen Kraftknoten, krümmte die Licht- und Schallwellen ihrer Umgebung so extrem, dass sie für das ungeschulte, niedrigfrequente Auge buchstäblich unsichtbar war. Es war das absolute Hightech-Zentrum, von dem aus das gesamte globale Energiegitter der Sternfestungen synchronisiert wurde. Und dann zur Tarnung und Unnahbarkeit der Festung, also der Frequenzschutz. Und in den Graslegenden heißt es, dass die Festung für unbefugte Augen unsichtbar von den dichten Nebel umgeben und für Menschen mit einem unsaugbaren Ego physisch unbetretbar war. Und das steht auch in der Bibel. Zum Beispiel in Psalm 18, 10-12. Er neigte den Himmel und fuhr herab, und dunkel war unter seinen Füßen. Er machte Finsternis zu seinem Versteck, zu seiner Hütte um sich her. Dunkle Wasser, dichte Wolken. Die physikalische Beschreibung von gekrümmten Lichtwellen und atmosphärischer Tarnung, um den Thron der Energie sag ich mal, zu umhüllen. Dann Psalm 15, 1-2. Herr, wer darf weinen in deinem Zelte? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Wer untadelig wandelt und Gerechtigkeit wirkt und die Wahrheit redet vom Herzen. Also das Gesetz der reinen Frequenz. Nur wer in moralischer Resonanz mit dem Schöpfer steht, erhält Zugang zum Kraftzentrum. Jesaja 4,5. Und der Herr wird über jede Wohnstätte des Berges Zions und über ihren Versammlungen eine Wolke am Tag erschaffen und Rauch in den Glanz eines aufflammenden Feuers bei Nacht, denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Baldachin, also Schutzhülle, Energieschild sein. Und dann kommen wir noch zu der geografischen Lage auf dem Berg, das atmoelektrische Potenzial. Das Grasschloss liegt auf einem exponentierten heiligen Berg, um das maximale elektromagnetische Potenzial zwischen Erde, also den Leerlinien, und Ionosphäre, den Äther, abzugreifen. Also befindet sich im Mittelpunkt der Erde, da sich wo auch das wirkliche Jerusalem befindet. Das neue Jerusalem, da wo auch der wahre heilige Berg Zion ist. Was du zum Beispiel recht in der Karte sehen kannst, wie noch auf den alten Karten aus dem 16., 17. Jahrhundert ja, kartografiert wurde. Jesaja 2,2 und Micha 4,1 beschreiben da oder sagen ganz deutlich: Es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen an der Spitze der Berge und erhaben sein über die Hügel, und aller Nationen werden zu ihm strömen. Das Grasschloss als der architektonische und energetische Fixpunkt auf den höchsten geomantischen Kraftknoten der Erde. Das ist der Mittelpunkt der Erde. Da im Norden. Psalm 48, 2, 3. Und da kommen wir jetzt zum Norden. Groß ist der Herr und hoch zu loben in der Stadt unseres Gottes auf seinen heiligen Berge. Wunderschön erhebt sich die Freude der ganzen Erde, Berg Zion, eine Stadt des großen Königs. Und da steht auf jeden Fall noch im Psalm 48, 2-3, an den Seiten des Nordens oder im äußersten Norden. Und zur kristallinen Struktur und Energieausstrahlung die Piezoelektrizität. Das Schloss ist kein tristes Steingebäude, sondern besteht aus Edelsteinen, reinsten Metallen, die das Licht und die Schwingung Christi wie ein riesiger Generator transformieren. In Jesaja 54, 11-12 steht: Siehe, ich will deine Steine in Antimon legen und deine Grundmauern mit Saphiren legen, und ich mache deine Zinnen aus Rubinen und deine Tore aus Karfunkelsteinen und deine ganze Umfassung aus edlen Steinen. Die exakte Materialbeschreibung eines hochfrequenten Kristallsystems, das auf mechanischen Druck und Schwingung reagiert. Und in Offenbarung 21, 11 und 23. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspierstein. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, da sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Die autarke, kabellose Erleuchtung des Zentrums durch die reine Gegenwart des Greis Christi. Und dann das Verbot für das Böse, das Resonanzschutzschild. Genau wie die Gralsburg Munzelwäsche duldete die biblische Festung des Reiches keinerlei Schmutz, Sünde und unsaubere Egos in ihren Mauern, da die hohe Frequenz diese sofort neutralisieren würde. Wie zum Beispiel in Jesaja 35,8 steht: Und es wird dort eine Straße sein und ein Weg, man wird ihnen den heiligen Wegen nennen. Kein Unreiner wird darüber gehen, sondern er ist für sie. Wer auf dem Weg wandelt, selbst Unwissende werden nicht in die Irre gehen. Und in Offenbarung 21,27: Und alles, was gemein ist, wird nicht in sie hineingehen, noch wer Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Und interessanterweise siehst du hier, bevor wir hinkommen, lesen wir noch zu Ende. Diese Bibeltexte untermauern physisch und theologisch genau das, was die mittelalterlichen Epiken verschlüsselt über das Gralschloss erzählten. Es war der Berg des Herrn, das makrokosmische Hauptkraftwerk, getarnt von den Augen der gefallenen Welt, in der wir uns heute befinden, strahlend wie Kristall und geschützt durch ein unüberwindbares Frequenzschild Gottes. Und ja, wo wird es beschützt? Ne? Denn in Sacharja 2,9 sagt Gott, er wird wie ein Feuerring.
über Jerusalem sein, über das Heilige Land. Und wo haben wir auch einen pazifischen Feuerring? Ja, da, wo sich zufälligerweise auch das Land Terra de Jesu befindet, zwischen Alaska und Russland im Pazifischen Ozean, wo auch der sogenannte Pazifische Feuerring ist, wo sich meiner Meinung nach auch das Heilige Land befindet, wo sich auch der Heilige Berg befindet und das Neue Jerusalem und auch Jesus Christus mit den Heiligen, wo auch das Lager der Heiligen und die Stätte der Heiligen liegen. Und darum wird es im nächsten Video gehen, nämlich um Terra de Jeso, um das wahre Land Jesu Christi. Wir werden auch noch dazu hingehen, wie eigentlich das Mittelalter in Wirklichkeit gewesen ist. Also wir werden da noch tiefer eingehen und es dann noch auch aufzeigen durch literatorische Quellen und werden da auf jeden Fall auch über die Heiligen näher eingehen, wie sie da geherrscht haben in dieser Welt als Könige und Priester unter Christus Herrschaft. Also das war, sage ich mal, ein kurzer Einblick, wie die Geschichte, sage ich mal, verfälscht worden ist, wie das dadurch verfälscht worden ist, damit man uns verheimlicht, dass halt eben damals das Tausendreich Christi existiert hat. Es existiert immer noch in diesem Land, Terra de Jeso, im Pazifischen Ozean, das sich dort befindet, wo interessanterweise auch dieser pazifische Feuerring ist, wo sehr viele Erdbeben stattfinden und so weiter. Und wo auch, sage ich mal, sehr viele Militärbasen rundum sind. Also, ja, man versucht da sehr vieles zu vertuschen, indem man halt eben das finstere Mittelalter genommen hat und, sage ich mal, da ja, sehr viel manipuliert hat, aber in Wahrheit war das Mittelalter das Tausendreich Christi. Und jetzt weißt du vor allem durch die 2 Videos jetzt, also das letzte Video und dieses Video, wie wie viel da manipuliert worden ist. Und im nächsten Video wirst du dann erkennen, wie noch mehr manipuliert worden ist und wie eigentlich in Wahrheit das Tausendreich Christi ausgesehen hat. Nochmal, sage ich mal, zu dem davorigen Teil, das ist jetzt der 2. Teil des ersten Teils. Und dann beim Teil 3 werden wir alles abgrenzen, also werden wir, so sagen wir, zu einem runden Ende kommen. Und da werde ich das auf jeden Fall noch mit Bibelstellen darlegen und durch Legenden und wie gesagt durch diese literaturischen mittelalterlichen Quellen und so weiter und so fort, auch durch antike Quellen. Und dann werde ich nochmal aufzeigen, wie das da gewesen ist. Und dann werden wir dann im übernächsten Video dazu kommen, wie, sage ich mal, das Loslassen von Satan ausgesehen hat und wie, sage ich mal, die Täuschung begonnen hat. Genau, es freut mich, dass du wieder bei diesem Video zugeschaut hast. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du einen Daumen nach oben auf diesem Video dalässt, damit du diesen Kanal unterstützt. Abonniere, also vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit du kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Gottes Segen, findet zu Jesus Christus zurück. Das sind so meine Appelle, die ich immer wieder am Ende des Videos aussende an euch. Findet zu Jesus Christus zurück, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur zu ihm finden wir zum himmlischen Vater zurück. Und deswegen Gottes Segen noch einmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, euer David.